Hi, im heutigen Video schauen wir uns die häufigsten Fehler beim Aramaki, die du unbedingt vermeiden solltest. Und nun viel Spaß beim Video. Fehler Nummer 1. Eine zu kurze Ausholbewegung und fehlende Schulter- und Hüftrotation. Dieser Fehler hat zur Folge, dass der nötige Hebelweg für eine optimale Kraftentwicklung fehlt. Anstatt den Arm korrekt über die Körpermittellinie zu führen, wird die Bewegung oft fehlerhaft bereits auf Höhe des Ellenbogens oder kurz darüber eingeleitet. Ergänzend dazu verhindert das Ausbleiben der notwendigen Schulter- und Hüftrotation den Transfer der Körperkraft in die Technik. Dadurch verkommt der Block zu einer reinen Armbewegung aus dem Schultergelenk, anstatt einer kraftvollen, aus der Körpermitte generierten Ganzkörperbewegung. Fehler Nummer 2. Zu weite Ausholbewegung und fehlende Schulter- und Hüftrotation. Bei dieser Fehlerart wandert der Arm zu weit nach hinten, sodass die Faust die Sichtlinie des Auges verlässt. Dies führt dazu, dass die Deckung in diesem Moment offen ist. Zudem wird der Weg bis zum Zielpunkt unnötig lang, wodurch die Schnelligkeit der Technik leidet und der Block nicht rechtzeitig geschlossen werden kann. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine fehlende oder ineffektive Schulter- und Hüftrotation, die eine präzise Steuerung der Endbewegung verhindert. Anstatt die Rumpfspannung gezielt in den Block zu leiten, geht durch die unkontrollierte Ausholbewegung die Verbindung zwischen Ober- und Unterkörper verloren, was die Technik instabil und ineffizient macht. Fehler Nummer 3. Fehlerhafte und zu hohe Ausholbewegung. Bei diesem typischen Fehler wird der Arm der Gegenbewegung über den Kopf hinaus angehoben. Dies öffnet die Deckung komplett und lässt die Seite ungeschützt. Zudem führt das zu hohe Anheben dazu, dass die notwendige Schulter- und Hüftrotation unterbrochen wird, da die Spannung der Rumpfmuskulatur verloren geht. Die Faust sollte daher auf Schulterhöhe bleiben, um den Körper kompakt zu halten und die Kraftübertragung aus der Körpermitte, Hüft- und Schultereinsatz, jederzeit zu gewährleisten. Fehler Nummer 4. Falsche Ausholbewegung und Rotation des Blockarms. Ein häufiger Fehler ist das Beibehalten einer falschen Handhaltung der blockenden Hand, bei der der Handrücken bereits in der Ausgangsposition nach oben zeigt und diese Orientierung während der Ausführung beibehält. So bleibt der Unterarm in einer unnatürlichen, fixierten Position. Diese fehlende Drehung des Unterarms hat essentielle Auswirkungen auf die Muskulatur im Moment des Aufpralls. Verstärkt wird dies durch die fehlende Schulter- und Hüftrotation. Fehler Nummer 5. Fehlenden Gegenbewegung. Bei diesem klassischen Fehler wird der Arm für die Gegenbewegung, die Nicht-Blockhand, direkt zur Hüfte gezogen wird, ohne den vorbereitenden Ausholweg, Gegenbewegung, zu durchlaufen. Dies hat zur Folge, dass der Körper an Rhythmus und Spannung verliert. Die Gegenbewegung ist nicht nur eine Vorbereitung für die Hand, die zur Hüfte zurückkehrt, sondern sie dient als notwendige energetische Gegenkraft. Ohne sie wird der Block statisch und kraftlos. Zusätzlich verschärft wird dieses Defizit durch eine fehlende Schulter- und Hüftrotation. Selbst wenn der Blockarm korrekt geführt wird, sorgt das Ausbleiben der Rumpfrotation dafür, dass die Kraft nicht in die Technik einfließen kann, sondern rein mechanisch im Arm stecken bleibt. Erst das synchrone Zusammenspiel von Gegenbewegung, Hüfteinsatz und Schulterdrehung ermöglicht eine kraftvolle Ausführung. Fehler Nummer 6. Der Fehler des Ablegens. Ein typischer Anfängerfehler ist das Ablegen des Arms auf dem Oberschenkel in der Endposition. Dadurch verliert der Aramaki seine Schutzfunktion und wird zu einer statischen, passiven Haltung, die den eigenen Arm zur Zielscheibe macht. Anstatt eines aktiven Abwehrmanövers mit hoher Spannung in Handgelenk und Unterarm entsteht eine kraftlose Platzierung. Dieses Defizit wird durch die fehlende Schulter- und Hüftrotation massiv verstärkt. Wenn der Arm lediglich nach unten geführt wird, anstatt durch eine bewusste Rumpfrotation in die Endposition zu schnappen, bleibt die notwendige Kraftübertragung aus dem Körper aus. Ein effektiver Block erfordert die dynamische Spannung, die erst durch das Zusammenspiel von Rumpfrotation und aktiver Armbewegung erzeugt wird. Korrekte Ausführung des Aramaki. Ausholbewegung. Der blockende Arm startet an der gegenüberliegenden Schulter.
Handrücken oben. Gleichzeitig zieht der Gegenarm aktiv zur Hüfte, Handfläche oben. Diese Gegenbewegung ist essentiell für die nötige energetische Spannung im Rumpf. Rotation, Schraubbewegung. Der Unterarm rotiert explosiv erst kurz vor Erreichen der Endposition. Diese Schraubbewegung ist zwingend erforderlich, um die Muskulatur des Unterarms und des Handgelenks im Moment des Aufpralls zu spannen und maximale Härte zu erzeugen. Hüft- und Schultereinsatz. Dies ist der Ursprung der Kraft. Die explosive Drehung von Hüfte und Schulter in die Endstellung schiebt den Arm kraftvoll nach unten. Ohne diesen bewussten Einsatz bleiben die Technik und die defensive Hebelwirkung kraftlos im Arm stecken. Endposition. Der Arm endet aktiv gehalten, circa eine Faustbreite über den Oberschenkel. Ein Ablegen auf dem Oberschenkel ist zu vermeiden, da dies die Schutzfunktion aufhebt und den Arm zur statischen Zielscheibe macht.